Hi und herzlich willkommen heute zu meinem Video Stand der Dinge. Es sollte ja eigentlich am Sonntag kommen, aber da hatte ich irgendwie keine Zeit gefunden dafür. Und deswegen heute Montag, der 17., ein bisschen verspätet, den Stand der Dinge. Ja, ich habe hier die Drachenhexe liegen aus dem Shop von Tini Schnickschnack und von der Künstlerin Sandrietta AI. Das painte ich ja zu dem Event Happy Love. Und da bin ich sozusagen auf dem aktuellsten Stand. Für heute, für den Montag, ist die Nummer 3, glaube ich, gezogen worden. Die muss ich noch painten. Aber das mache ich entweder heute oder morgen. Ich weiß noch nicht. Schaue ich mal, wie ich Lust und Laune dazu habe und wie es die Zeit halt hergibt. Ja, ich sehe hier bei dem Bild, siehst du auch, die Details, auf die ich mich am meisten gefreut habe, sind jetzt gepainted. Das Gesicht von ihr, genauso wie hier der Drache. Ich finde, das kommt mega gut raus. Sehr, sehr schön. Auch dieser leichte Leuchteffekt hier von den Sachen, auch von ihren Augen oder auch hier oben von den Perlen oder große Gläser. Ich weiß nicht, aber auf jeden Fall finde ich das sehr, sehr schön, sehr, sehr gelungen. Auch hier die Kugel, die sie in der Hand hat und das Leuchten, die sie ausstrahlt hier auf der Handfläche. Ich finde, das kommt mega gut raus. Ja, und die Steinchen sitzen wie eine 1. Also ich finde mega gut. Ganz, ganz toll. Auch der Glanz der Steine ist wirklich klasse. Von daher immer gerne wieder dieser Shop. Aber da habe ich auch noch ein paar Bilder von ihr. Von daher ist er bei mir in der täglichen Routine drin. Oder täglichen Routine. In meinem Diamond Painting. In meiner Diamond Painting Routine ist er mit drin. Ja, dann habe ich noch ein Bildchen fertig gepaintet. Und zwar die Katze. Die hatte ja runde Steinchen. Und auch hier. Die liegen wirklich sehr, sehr schön, sehr, sehr gut. Das Bildchen hier, die Paintingfläche ist 30 x 30. Und ja, das habe ich so einfach mal für mich gemacht. Ich wollte das ja oder habe es angefangen mit dem Event Pfote, Kralle und Co. Aber das war sozusagen nur ein Bild, was nebenher gelaufen ist. Als Hauptprojekt habe ich ja hier dieses, Entschuldigung, ich muss gerade ein bisschen schmunzeln, weil das Bild habe ich rübergelegt und dann ist es doch runtergerutscht. Ja, und zwar hier das Bild. Da habe ich ja das letzte Mal auch dran gepaintet. Aber du siehst, da ist leider nicht mehr passiert, weil ich die Zeit für dieses Bild noch nicht gefunden hatte. Aber ich finde auch hier, das kommt wirklich toll raus. Hier mit den Haarsträhnen, die, ich würde ja mal sagen, sozusagen ein bisschen von dem Wind bewegt werden. Also wirklich auch sehr, sehr schön. Das hier ist ein Bild von Diapop. Das habe ich auch gezeigt hier auf meinem Kanal. Und auch hier liegen die Steinchen wirklich, wirklich gut. Ja, oder hatte ich hier gepaintet? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall, soweit bin ich. Ja, das Pfote, Kralle und Co. Event geht noch diesen Monat und den April. Und das Happy Love Event endet in diesem Monat. Genau. Und dafür starten dann aber auch wieder neue Events. Jetzt bin ich nur am Überlegen,
ob ich vielleicht ein Bildchen für ein Event miteinander verbunden kriege, also 2 Events, ein Bild. Mal schauen, ob ich das irgendwie hinkriege und wenn nicht, dann halt nicht, ne? Das ist ja alles auch kein Muss. Ich mache ja nur zum Spaß mit bei den Events. Ich poste zwar ein Startfoto auf Facebook, aber ja, bei den Gewinnauslosungen und sowas lasse ich mich eigentlich nicht registrieren, weil ich das nur zum Spaß für mich mache. Ja. Vielleicht kommt das auch mal anders. Ich weiß es nicht. Aber bis jetzt war so mein Plan. Ja, und dann wollte ich noch ein bisschen mit dir painten. Ich habe hier meine Tütchen einsortiert in diese Vorrichtung. Die hier ist jetzt selbst gedruckt. Die Sachen gibt es aber auch zu kaufen. Das kannst du dir gerne mal anschauen. Die liebe Sandra von Sanio, dem Kanal, die hat so Boxen auch vorgestellt und wo man die herbekommt. Also wenn du da Interesse hast, schau gerne mal bei ihrem Kanal vorbei. Und ja, fand ich sehr praktisch. Also ich hatte es bei ihr gesehen und habe dann geguckt, ob ich sozusagen diese Druckvorlage irgendwie gekauft kriege oder selbst gemacht bekomme. Aber das selber gestalten hat bei mir nicht so geklappt. Warum auch immer. Das ist so, da bin ich nicht so begabt drin. Und deswegen habe ich mir die Druckvorlage gekauft und es dann ausgedruckt. Ja, ich würde gerne mit dir zusammen an diesem kleinen Bildchen painten. Die hatte ich auch vorgestellt. Das sind diese Mini-Bilder von Diapop. Und hier einmal der Shop-Name. Und die sind momentan ausverkauft, aber die sollen wohl noch mal reinkommen, die Bilderchen hier. Ja, genau. So, man hat ja hier an der Seite von den Bildern keine Legende, deswegen hat man die Legende zweimal mit dabei. Also ich habe sie hier einmal und noch mal in der Kiste. Ja. Es ist beides Sticker-Legende, das heißt, du könntest einmal deine Steinchen einsortieren und du die Sticker verwenden oder du klebst sie auf die Tütchen und verwendest dann die Sticker dabei, aber auf den Tütchen steht ja auch nochmal die laufende Nummer und die DMC-Nummer. Ja? Und das passt dann auch mit der Legende hier zusammen. Ja, laufende Nummer, dann kommt das Symbol, Painting-Symbol und dann die DMC-Nummer. Ja, genau. Ja, so, das war jetzt soweit alles, was ich die Woche über gepaintet habe. Ich war noch ein bisschen am Überlegen, wie ich mein April plane, starte, ob ich neue Bilder anfange oder nicht. Ich muss mal schauen, denn ja, ich hätte schon gern noch bei dem neuen Event dann mitgemacht, weil Happy Love endet ja und dann wird ein neues gestartet mit, ich glaube, Frühlingssachen. Ich muss da noch mal genau nachgucken. Das habe ich jetzt so nicht im Kopf. Aber sowas, ja, da würde ich eigentlich gerne mitmachen. Ich meine, das eine Bild bekomme ich ja fertig, die Drachenhexe. Und dann hätte ich ja Platz für ein neues. Aber ich möchte auch mein Bildchen von Pfote, Kralle und Co. noch ein bisschen weiterbringen. Ja, und ich wollte eigentlich auch mein Mystery machen von Diapop für
Ostern. Da habe ich mir dieses Oster-Mystery gekauft. Das war auch so schnell ausverkauft. Da hatte ich so ein Glück, dass ich da gerade sozusagen online war. Ja. Und das wollte ich eigentlich für Ostern painten, so als kleiner Osterkalender. Man kann sich ja den Kalender dann auch selber gestalten, sozusagen. Ja, aber das würde halt nicht in ein Event passen, was über 2 Monate geht. Und deswegen war ich da so ein bisschen am Hin und Her überlegen, ob ich das also ob ich dann noch bei einem Event starte oder halt eher nicht. Denn ja, ich weiß halt nicht, ob ich mich selber dann, wenn ich so viele, also viele in Anführungsstrichen offene Bilder habe oder angefangene Bilder habe, ob ich mich damit nicht selber unter Druck setze. Ich weiß es nicht. Ich kann jetzt auch nicht sagen, wie ich das empfinden würde. Ich weiß nicht. Ja. Deswegen war ich mir da noch ein bisschen unsicher. Wo ich auch mitmachen wollte gerne ist bei dem im April startet nochmal ein Meerjungfrauen-Event und da dachte ich, oder Ozean-Meerjungfrauen-Event und da wollte ich eigentlich auch gerne mit an den Start gehen. Aber, wie schon gesagt, ich kann es noch nicht sagen. Vielleicht. Und meinen Drachen wollte ich ja auch noch abkitten. Mein Snow Dragon. Ja, das habe ich mir für diesen Monat fest vorgenommen. Das muss beim Snow Dragon, den wollte ich ja nur bis Ende des Jahres halt fertig haben. Mal gucken, ob ich das schaffe oder eher nicht. Ich hoffe ja schon, weil ich den ja für jemand anderen painte, aber der hat halt keine Zeit gesagt. Er hat nur gesagt, wenn er fertig ist, ist er fertig, dann ist gut und wenn nicht, dann halt nicht. Painte so, wie du Lust und Laune hast. Ja. Deswegen. Ja, so ist das. Da muss ich mal schauen. Ich müsste auch mal selbst im Kalender schauen und dann einfach planen. Und ich mache ja nicht nur Diamond Painting, sondern ich häkel ja auch noch. Und das Hobby möchte ich halt eigentlich auch nicht vernachlässigen, weil das macht mir beides Spaß. Und deswegen, ja. Ja, ist manchmal schon etwas schwierig, nicht wahr? Ich gucke gerade mal, wenn ich mir Licht anmache, ob das für dich dann zu stark blendet, aber ich glaube, das geht. Ja, mal schauen. Ich meine, der März hat ja noch ein bisschen, ich habe noch ein bisschen Zeit, um mich da zu entscheiden. Das ist ja dann noch ein bisschen hinne, sozusagen. Ich muss gerade mal gucken, ich muss den Fokus ausmachen, weil die Kamera, ich höre, wie sie sich immer wieder fokussieren möchte. Und das muss ja nicht sein, dass das Bild dann immer wieder hin und her springt. Ja, so ist das momentan. Und ich habe ein bisschen Lust, muss ich ja auch gestehen, irgendwie mal was ganz Neues auszuprobieren. Ich habe jetzt schon überlegt, ob ich mir ein Stickbild bestelle. Dann hatte ich überlegt, ja, ein Stickbild, ein richtiges Stickbild, also auf Vordruck oder ein Perlenstickbild. Ja,
irgendwie würde ich gern mal was Neues haben. Ja, aber ich weiß halt nicht, ob ich das dann auch weiter, ja, mache oder ob ich es versuche und feststelle, nee, 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 das ist nichts für dich. Ja, das weiß ich halt auch nicht. Deswegen, ja, der Gedanke geht mir halt auch noch im Kopf rum. Mal schauen. Und wenn ich was kaufen wollte, möchte ich das halt nicht so groß haben. Also wenn ich es versuche, möchte ich das halt ein kleines Bildchen. Ne? Also kein so Bild, wo ich dann 8, 6 Wochen dran sitze oder so. Ja, das ist auch noch so ein Gedanke, der mir im Kopf rumspukt. Ja. Ja, aber gut, so ist das, gell? Die Steinchen sind ein bisschen geladen, deswegen kleben die auch hier am Schiffchen so rum. Aber das ist nicht schlimm. Das geht. Muss ich gucken. 7, 8 hier. So, wen haben wir denn da noch? Die 30. Ja, die kleinen Bilder hier, die haben ganz schön viele Farben. Wenn man sich vorstellt, für das ganze Set 88 Farben. Ich meine, es ist nicht jede Farbe auf jedem Bild vertreten. Das glaube ich jetzt nicht, aber trotzdem sind das schon ganz schön viele Farben. Ja. Und es sind auch normale Steinchen und Spezialsteinchen, also Fairy Dust und AB. Farben sind ja mit dabei. Ja, und ich finde die Motive ganz goldig. Und das hier ist ja sozusagen auch ein kleines Vollbild und kein, oder zählt das hier als, weil es so klein ist, nur als ein Teilbild? Ich weiß nicht, was würdest du denn dazu sagen? Ich meine so, es ist ja ein komplettes Bildchen, was man paintet. Von daher, oder gibt es da eine bestimmte Größe, die man erfüllen muss, damit es als Vollbild zählt? Tja, ich weiß es nicht. Die 88. Hier ist jetzt ein AB-Ton, also ein Aurora Borealis Steinchen. Das ist auch ein sehr, sehr schöner, achso, ich habe ja den Fokus, sehr, sehr schöner Ton von diesen Steinchen. Genau. Ja, ansonsten, was gab es die Woche so bei uns Neues? Eigentlich ist alles so gelaufen wie immer. Man ist ja immer in so einem kleinen Trott drin vom Leben her, vom Ablauf her. Und ja, das ist, glaube ich, bei jedem, dass man immer so einen gewissen Tagesablauf einfach hat. Und ja, da gibt es also bei uns gar nicht so viel Neues. Wir hatten eine ganz schöne Woche.
war alles in Ordnung. War unglaublich kühl, finde ich. Also wir hatten wieder ordentliche Minusgrade. Das war aber bei den meisten, glaube ich, so. Ja, einkaufen waren wir natürlich. Und gekocht haben wir natürlich auch mal wieder. Ja, da muss ich aber sagen, diesmal war es wirklich gut. Wir hatten zum Beispiel gestern am Sonntag eine selbstgemachte Pilzpfanne mit Champignonpilzen und Lauch und Zwiebel. Und dazu habe ich dann eine weiße Soße gemacht gehabt. Also eine helle Soße. Und dazu gab es dann Nudeln. Ja. An einem anderen Tag habe ich selbstgemachte Cordon Bleus gemacht. Die waren auch sehr gut. Und dazu dann Kartoffeln einfach dazu. Ja. Das war auch sehr, sehr lecker. Hat auch jedem geschmeckt, hoffentlich. Zumindest hat keiner gemeckert. Von daher gehe ich mal davon aus, dass das für alle angenehm war. Na? Ja, und dann hatten wir noch einen ganz normalen Feldsalat mit Brot dazu, also Brötchenbrot. Den habe ich auch ja, wie habe ich den? Ich habe in den Salat aber Kochschinken reingeschnitten gehabt und Käse. Käse habe ich auch reingemacht. Genau, und dazu dann halt Brotbrötchen, je nachdem, wer was wollte. Ja, das war einmal. Und dann haben wir noch ganz normale Bolognese gehabt. Mit so Spaghetti-Nudeln dazu. Spaghetti hatten wir dazu gemacht. Das hat auch noch für den nächsten Tag gereicht. Ich mag ja so Gerichte, wo dann wirklich ein Teil übrig bleibt, den man dann noch mal warm machen kann. Und ja, da war das ganz angenehm. Dadurch hatten wir dann schon mal 2 Tage abgedeckt vom Essen her. Ja. Aber was ich noch erzählen wollte, ich war die Woche unterwegs in eine größere Stadt und bin da mit Navi gefahren. Meine Güte. Das ist auch mal so ein Ding. Nichts gegen das Navi. Das hat alles richtig gemacht. Aber ich bin ja manchmal echt ein kleiner Depp und denke dann immer, wenn der sagt, ja, jetzt nach links, und dann denke ich immer, ja, jetzt nach links oder die nächste nach links. Ja. So. Also, da bin ich nicht die hellste Torte, die hellste Kerze auf der Torte. Da habe ich mich zweimal verkehrt abgebogen. Schlimm. Aber gut,
Ich habe mein Ziel gefunden. Ich konnte parken. Ich habe alles erreicht, was ich wollte. Zwar mit 2 kleinen Umwegen, aber die waren nicht schlimm. Ja. So, und für den einen Umweg konnte ich nichts. Es war Baustelle. Also da war noch nicht mal ich schuld, auch das Navi nicht schuld, sondern da war eine Baustelle und ich konnte da halt dann nicht durchfahren. So, dann bin ich halt ein bisschen weitergefahren und dann hatte er wieder seinen Weg gefunden. Na. Aber das mache ich auch eigentlich selten, dass ich nach Navi fahre. Ich bin eigentlich so jemand, ich gucke mir gern vorher die Gegend mal kurz an. Hört sich jetzt doof an, aber auf der Karte vom Navi halt gucke ich mir gerne an vorher die Wegstrecke und dann weiß ich immer, wie ich ungefähr fahren muss. Und das habe ich diesmal nicht getan, sondern ich bin einfach so gefahren. Ja. Aber gut, es war nicht schlimm, ich kam an. Ich habe alles gefunden, was ich wollte. Hat alles funktioniert. Von daher gar nicht so schlecht. Ja. So ist das. Ja, und du siehst hier bei dem Schäfchen sind auch viele, viele, viele Farben drin. Aber gut, nur so kommt auch das Leben ins Bild sozusagen. Je mehr Farben, umso mehr Leben. Ja. Ne? Aber so kleine Bilder finde ich ganz schön, so für zwischendurch. Du siehst auch, ich benutze immer einen denselben Stift. Und hier oben ist Putty drin. Und hier das von Diamond Art Club in der Spitze. Nee, da ist auch das andere drin. Das hatte ich getauscht, ja. Da ist auch das Blaue drin. Das, was ich von dem Etsy-Shop habe, was ich schon mal gezeigt hatte. Das habe ich hier auch drin. Das ist auch super. Das hält, das geht gut. Auch bei den AB-Steinchen hast du ja gesehen, ich habe nicht die Farbe, den Stift gewechselt, sondern ich habe das einfach mit dem weiter gepaintet. Ja. Und dann den ersten Teil ja mit Mehrfachaufsitzer, das geht auch gut. Das klappt. Da bin ich ganz froh, ich muss den Stift nicht mehr wechseln, sondern ich habe einen Stift für alles sozusagen. Oder auch eine Wachsart, das ist ja aber kein Wachs, das hier. Ja, aber da bin ich ganz zufrieden mit. Finde ich, es hält gut, es ist langlebig. Auch von der vom Painting-Gefühl her ist das schön angenehm. Ja. Ja. Das ist ganz schön so. So, wen hätten wir denn noch? Ich würde ja gerne das Auge irgendwie ein bisschen fertig kriegen. Das ist der AB 310. Ja. Die Note.
Also da finde ich den AB-Ton, auch die 310, sehr schön für in ein Auge rein oder sowas. Finde ich gut eingesetzt da. Da habe ich weniger Probleme mit. No. Ja, es gibt ja manche Bereiche, wo man den AB-Ton, gerade die 310, nicht haben möchte. Oder viele finden, das sieht dann nicht gut aus. Aber ich mag den ganz gern. Also jetzt auch hier bei den Sachen finde ich den schön. Passt doch gut. Aber da gehen auch die Geschmäcker auseinander. Ist auch nicht schlimm. Das darf gerne so sein. Dafür gibt es das ja. So, und du siehst auch hier jetzt mit dem AB kein Problem mit diesem Stift. Ach, da habe ich eben welche vergessen von dem Blauton im Auge hier. Das war die 27. Einziges, was so ein bisschen unpraktisch ist jetzt hier bei den Tütchen, ist, wenn ich jetzt einen vergessen habe, muss ich mir das so rausfriemeln. Aber gut, ist auch nicht schlimm, das geht genauso. Funktioniert trotzdem. So. Sehr, sehr schön. Oh, das geht doch ganz gut aus den Tütchen. So, dann habe ich hier noch das Haar. Ich gucke hier immer dann auf der Legende, welche Nummer das ist, die Nummer 12. Und dann gucke ich hier in meinem Döschen und hole dann die passende Nummer raus. Ist ein bisschen ungewohnt, weil ich normalerweise wirklich nur nach Symbolen painte. Aber gut, man will ja auch mal was Neues ausprobieren, ne? Das ist genauso wie ich die Katze, die ich dir eben gezeigt habe, nach Farben gepaintet habe. Also ich habe immer erst eine Farbe komplett fertig gepaintet und dann die nächste gepaintet. Ja. Und das war ganz angenehm. Ich habe gemerkt, dass ich mich besser konzentriert habe, weil ich nicht immer wollte, dass ich Steinchen vergesse. Ja. Denn nachdem ich das Tütchen aufgeschnitten hatte und im Schiffchen hatte und dann wieder rumgemacht habe, war es oder empfand ich es als ein bisschen lästig, das dann wieder zu suchen und wieder rumzuschütten und so zu machen. Und deswegen habe ich dann, wie gesagt, einfach ein bisschen besser und genauer darauf geachtet mit dem Painten. So, die 42. Und hier ist es ja jetzt eigentlich genau dasselbe, weil ich painte ja auch jetzt für das kleine Bildchen die komplette Farbe auf einmal sozusagen. Aber hier sind sie halt in Zipptütchen. Ja, das ist dann nochmal, glaube ich, ein Unterschied, weil ich habe die anderen Steinchen, die waren ja nicht in Zipptütchen, sondern in den, na, wie heißt das? Nicht wieder verschließbaren Beuteln sozusagen. Und das war dann immer ein bisschen ja, komisch, weil ich das ja dann nicht verschließen konnte. Ich wollte auch nicht extra dann ein Zipptütchen da dafür anfangen, aufmachen und so. Und
Deswegen sind die bei mir in das Beutelchen da wieder reingewandert. Und ich habe das mit so einem Klemmerchen dann einfach zugemacht. Ja. Und ja, ging gut. Konnte man gar nichts gegen sagen. Also man ist wirklich offen für alles, aber man hat auch seine Komfortzone, seine Sachen, die man halt bevorzugt, was ja auch nicht schlimm ist. Das ist völlig in Ordnung und auch gut so. Und der eine kann so besser painten, der andere so. Und deswegen ist das alles schon gut so, wie es ist. Ja. Ich habe hier zum Beispiel jetzt auch nicht den Rand abgeklebt. Normalerweise bin ich jemand, ich klebe den Rand normalerweise immer ab. Aber diesmal dachte ich, ach nö, komm. Hier ist auch nicht viel Klebrand, der über das Bild geht. Von daher kann ich damit so ganz gut leben. Ja. Und es lässt sich wirklich sehr gut legen. Eine ganz tolle Qualität der Steinchen. Wirklich schön. Das macht Spaß. Und so ein Bildchen hat man vielleicht ja auch, man muss das ja nicht machen, aber an einem Tag kriegt man das bestimmt ohne Stress fertig gepaintet. So, hier habe ich gesehen, hier habe ich noch meinen blauen AB-Stein von der 88, 1 vergessen. Den werde ich gleich noch mal holen und aufkleben. Ist jetzt ein bisschen hier der Kleber drüber gewesen, den habe ich einfach abgewischt, abgezogen und dann geht das wieder. So, mal schauen, was für das Äugelein noch relevant ist. Dieses Symbol, wo haben wir das denn? Da, die 55. Da. Das hier hin, also außenrum, der Hintergrund, der ist komplett in Fairy Dust gehalten. Da hat man auch, ich glaube, es waren 3 dicke Tüten voll mit dabei. Das ist ja auch ein tolles Ding dann. Denn ich finde der Fairy Dust, aber auch die AB-Töne immer sehr, sehr schön. Die mag ich sehr gerne. Genau. Ich dachte, an so einem kleinen Bild zu painten ist auch mal ganz schön. Das ist mal ganz angenehm. Denn dann hat man auch einen kleinen Erfolg. Das ist zwar nur, wie gesagt, ein kleines Bild, aber trotzdem mal was Schönes, Kleines, Angenehmes zu painten. Na. Ja, an was paintest du gerade und wie war deine Woche? Das ist ja, hast du auch so einen geregelten oder einen fast geregelten Tagesablauf? Oder ist es eher alles immer so ein bisschen drunter und drüber? Ich meine, das hat man auch mal,
Ja, dann denkt man, ach, nicht jetzt das auch noch. Aber das probiere ich immer meistens, wenn ich Einfluss habe, das so gering wie möglich zu halten. Also, ich probiere es. Es klappt nicht immer, aber ein Versuch ist es immer wert. Ne? Ja, aber manchmal hat man keinen Einfluss darauf. Manchmal ist alles, wie es ist und es kommt, wie es kommt. Manche Sachen muss man auch einfach akzeptieren, dass man das nicht ändern kann. Und ja, dann ist es trotzdem gut, fertig. Auch wenn man selbst das so nicht möchte. Manchmal hat man aber dann gar keine andere Wahl, als zu sagen, naja gut, und weiter. Ne? Das ist manchmal so. Ja, das stimmt. Eigentlich dachte ich jetzt irgendwie, das hier geht so zu legen ein bisschen schneller wie an einem anderen Bild, aber du siehst es selber mit Sprechen und Kleben sozusagen ist man hier auch nicht schneller. Ne? Aber gut, was will man machen? Ist auch nicht schlimm, es soll nämlich Spaß machen. Und ich wollte ja ein bisschen Zeit verbringen mit dir, von daher ist das schon so ganz gut. Anstatt anders, ne? Ja, die Woche jetzt hier steht bei uns einiges an Terminen. Also nochmal Arzttermine, Kontrolltermine. Und ja, bei der Bank habe ich mal einen Termin geholt, weil ich mich mal erkundigen wollte, wie es ist für die Kinder sozusagen ein Taschengeldkonto zu eröffnen. Das haben nämlich meine noch nicht. Ich wollte einfach mal nachfragen, wie das ist. Die kriegen mal alles bar auf die Hand sozusagen. Aber ich dachte, dass das vielleicht keine schlechte Idee ist, wenn man das so für die Kinder macht. Und da wollte ich mich mal erkundigen bei der Bank, wie das so aussieht. Ob es vielleicht so Girokonten gibt, Kinder-, Jugend-Girokonten so rum. Und wenn ja, was da die Voraussetzungen sind und so. Ja, denn ja, sie müssen ja auch damit umgehen lernen. Also und besser dann so wie anders. Und deswegen dachte ich, frage ich da mal nach. Genau. Mal schauen, was da der Berater so Schönes spricht. Ne? Ja. Sind so immer nur so ein paar Steinchen, aber trotzdem. Aber du siehst, sie liegen wirklich, wirklich toll. Das ist schon gut. Ja, ich habe gar nicht mehr jetzt so viel dann zu erzählen. Ich weiß gar nicht. Ja, mit dem neuen Hobby zum Probieren beim Sticken oder wie auch immer. Oder Perlensticken. Ich weiß noch nicht. Muss ich mal gucken. Da muss ich mal schauen, ob ich mal irgendwo sozusagen ein bisschen was schauen kann. Ich könnte mal in meiner Verwandtschaft fragen, oder weiß ich, dass da jemand das macht.
Da könnte ich ja einfach mal nachfragen. Das wäre ja auch nicht schlecht vielleicht. Ich glaube, das mache ich auch. Hast du mehrere Hobbys sozusagen? Oder sozusagen nur eins? Also gibt ja welche, die dann wirklich nur ein Hobby haben. Andere haben dann 2 oder 3. Man kann ja auch noch wie heißt es, mal nach Zahlen zum Beispiel. Ist ja auch fast ähnlich wie Painten. Ja, nur dass du halt deine Farbe auf das Bild bringst. Ne? Das könnte man ja auch machen, aber das reizt mich nicht so, muss ich sagen. Also mal nach Zahlen, nee. Da muss das trocknen, obwohl die sind vielleicht relativ zügig trocken. Das kann natürlich sein. Ja, da kenne ich mich gar nicht so gut mit aus. Die haben sich bestimmt schon wieder verändert. Die Farbsachen sozusagen und sind da auch von der Qualität her bestimmt besser geworden. Ne? Ja. Deswegen. Genau. Ja, ich würde sagen, dann füllen wir noch gerade die Äugelein auf, dass die wenigstens fertig sind. Und dann mache ich sozusagen einmal Schluss. Und dann zeige ich dir das Bild im nächsten Stand der Dinge sozusagen. Ich glaube, ich mache in die Tütchen mal Trocknertücherchen rein, so klein geschnittene. Ich denke, das wird ganz gut sein. So, wer fehlt denn hier dann noch? Der Fairy Dust fehlt auf alle Fälle. Ich glaube, wir machen noch hier das eine Symbol für die Wimpern. Muss ich nur kurz finden. Ich sehe es jetzt wieder mal nicht. Doch, da oben, die 25. Hier das. Ein schönes Braun. Ja, sind aber nicht alle statisch aufgeladen. Hier siehst du es, das da zum Beispiel nicht. Das geht so. Genau. Aber ich habe da mit den Trocknertüchern ganz gute Erfahrungen gemacht. Außer bei dem einen Bild. Das war ja... Also da hatte ich wirklich keine Lust mehr. Aber dafür kann weder der Shop was, noch der Hersteller was. Das ist halt einfach mal, dass das so statisch geladen ist, dass die schon aus der Tüte hüpfen, so nach dem Motto. Das war schon was. Ne? Ja, aber wie gesagt, dafür kann weder der Shop etwas, noch der Hersteller etwas, sondern das ist einfach so. Ne? Aber da hat nichts geholfen. Weder das Gefrierfach, noch die Tücher, noch reinhauchen. Das wollte alles nicht. Ne? Ja, aber ich habe es geschafft. Es ist abgekittet. Das Bildchen. Von daher bin ich ganz zufrieden und glücklich.
So. Dann. Na hopp. So, jetzt habe ich hier noch den Fairy Dust. Das ist alles die Hintergrundfarbe. Und auch hier vom Schäfchen ein bisschen die Wolle. Und dann denke ich mal, ach, sehr schöne Farbe, toll. Doch, passt. Jetzt habe ich nur gerade gestutzt und habe geguckt auf der Legende, ob das wirklich so ist. Aber es passt vom Symbol her. Von daher feuerfrei. Ja, schön. Auch hier der Fairy Dust. Sieht schön aus. Der hat einen super schönen Glanz. Ganz, ganz toll. Ich mache mal gerade den Fokus. So. Und dann siehst du es. Der ist super schön. Ja. So, und die kann man wirklich schön auch legen, auch mit dem Putty hier drin. Geht das super gut. Manchmal hält es ein bisschen fest, aber das ist nicht schlimm. Na. Ja, also von den Steinchen her, da painte ich alles gerne. AB, Fairy Dust, das ist ganz egal bei mir. Das ist kein Produkt mehr, worüber ich mich ärgere, sondern eher wirklich freue. Weil das nämlich super schön aussieht. So ein Fairy Dust oder so ein AB mit drin, das wertet das Ganze schon schön auf. Ne? Und du hörst es auch jetzt hier, wenn man die Steinchen, auch wenn man die ein bisschen schepp gelegt hat, kann man sie damit sozusagen wieder gerade schieben. Ja? Also es klickt ineinander, was sehr, sehr schön ist. Denn manchmal hat man ja so Sachen, dass man aus Versehen dann ein bisschen schräg legt, was ja nicht schlimm ist. Aber manche Bilder verzeihen das nicht und andere Bilder verzeihen es und lassen sich wieder gerade schieben sozusagen, wenn man die Sachen dann ineinander klickt. Ja, genau. So ist das. Ja, ich hoffe, deine Woche ist schon mal gut gestartet. Ich hoffe, du hast schon einen schönen Montag gehabt. Oder vielleicht bist du ja auch im Schichtdienst und dein Montag startet jetzt erst. Und dann hoffe ich, du hast einen guten Start. Das ist immer viel wert, finde ich, wenn man einen guten Start hat und auch nette Kollegen und Kolleginnen. Ne? Das ist immer schon die halbe Miete. Und dann muss einem natürlich selber noch die Arbeit selbst Spaß machen. Ne? Aber ich glaube, da gibt es auch Höhen und Tiefen. Deswegen, wenn du jetzt ein Tief hast, halt durch. Es kommt auch wieder anders. Und das ist so, es kommt immer anders.
Ja. Ja, und denk dran, in der Hinsicht bist du auch nicht alleine. Ne? Es gibt so viele Mitmenschen, die auch dann ein Tief haben. Also deswegen mach dir nichts draus. Oder probier es. Ich weiß, manchmal ist das mega schwer. Aber man sollte versuchen, das alles gut zu meistern. Ne? Ja. In diesem Sinne hoffe ich, dir hat das Video gefallen. Auch wenn ich jetzt gar nicht so viel zu erzählen hatte. Und mein Schäfchen, obwohl ich eigentlich dachte, na, das geht in der Zeit, ratzi, fatzi, auch nicht fertig habe, hoffe ich, dir hat das Video gefallen. Ja, und du siehst hier, das ist doch schon, oh, wie goldig, super, oder? Ja, das painte ich jetzt nachher noch fertig und dann würde ich sagen, würde ich mich freuen, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Es kommt ja immer dienstags ein Video zum Diamond Painting und samstags ein Video zu meinen Häkelsachen. Nur als kleine Info noch nebenher. Ja, in diesem Sinne hoffe ich, dir geht es gut. Hab noch einen wunderschönen Tag, hab eine schöne Woche. Mach's gut. Tschüss.